Good to be back here again. Gut sind wir wieder alle zurück hier. Let us explore and explain Lasst uns erforschen und erklären the mystic significance of this silence. diese mystische Bedeutung dieser inneren Stille. For God, when He created you, Denn Gott, als er dich erschaffen hat, He also, in a very simple and direct manner, directed or showed you the way back home. hat er in einer sehr einfachen Art dir den direkten Weg nach Hause gezeigt. Here's the way back home. Everyone wants to get back home, because you came from God, and that's where you have to go back. Denn jeder kommt ja von Gott und das ist dein Zuhause und da möchtest du ja auch wieder schlussendlich hin. Yes, in the meantime, on planet Earth, you are moving with a human personality, which is something make-believe. You're playing a game. Und in der Zwischenzeit bist du eigentlich in der menschlichen Form auf dem Planet Erde und machst hier deine Erfahrungen. Yes, the whole idea is to play the game, and then having got tired of the game, you've had enough is enough, and now you want to go back home. Und hier bist du in einem Spiel, einem scheinbaren Spiel, und in diesem Spiel ist die schlussendliche Idee, dass du irgendwann mal genug bekommst von Spielen und wieder nach Hause gehst. Just like children, they go back into the fields and into the gardens and they play about, and then finally when they get tired, they want to go back home. So wie die Kinder, die gehen auch raus und spielen draußen und irgendwann werden sie müde und kommen nach Hause. So here also, you like to get back home, and now you had enough is enough. Und auch hier, du möchtest eigentlich jetzt nach Hause kommen und irgendwann hast du mal genug und genug ist genug. And God has also shown you the way, or made the way back home very simple and direct. Und Gott hat dir den Weg ganz leicht gemacht und gezeigt, es ist sehr direkt. It is very uncomplicated. Es ist wirklich unkompliziert. It is man who has complicated because he has a complicated brain, mind. Die Menschen haben es kompliziert gemacht, weil sie ein kompliziertes Gehirn haben oder einen komplizierten As a result of it, you are in real confusion as to what is what, what is what, and where am I? Es gibt richtig eine Konfusion über diese Verwechslung mit allem. Alles ist durcheinander geraten und niemand weiß, worum es wirklich geht. Was ist was? So now let us explore a little on the significance of this mystic silence, which helps you to get back to your original state. What state? Lasst uns also ergründen, was die Bedeutung dieser inneren Stille ist, dieser mystischen Stille. Und to explain this, I'm using the words and the terminologies of the scriptures. Und um dies zu erklären, brauche ich eben die Ausdrucksweisen und die Terminologie der Heiligen Schriften. Yeah, which is your source, which is the authority. Source book. Denn das ist eure Informationsquelle. So scripture means it is a revelation given by God to show you the way back home. That's what the scripture is. Und was ist eine Heilige Schrift? Eine Heilige Schrift ist nichts anderes als eine Enthüllung oder eine Offenbarung von Gott selbst. Yes, wo drin steht, wie du wieder nach Hause kommst. How to conduct your life on planet Earth and then play the game and get back home. Wie du auf der Erde leben kannst und dabei wieder den Weg nach Hause finden kannst. So getting back home is your God state. Denn zurückkommen heißt, du bist in deinem göttlichen Zustand zurückgekommen. But every one of you is a walking God. Und jeder von euch ist ein wandelnder Gott. But you don't know that. Aber du weißt es nicht. Therefore you have to be educated about it. Und weil du es nicht weißt, muss man es dir sagen und man muss dich darüber belehren. And that education has been provided by God via the scriptures. Und diese Unterweisung wurde von Gott gegeben durch die Heiligen Schriften. That is why he makes the first thundering statement, you are gods.
Und deshalb macht er diese wunderbare Aussage, Of course, you're ihr shocked. seid alle Götter. Of course, you're shocked to hear that. Natürlich kannst du auch schockiert sein, das zu hören. But if you have been shocked into silence, wonderful. Aber wenn du in die Stille schockiert wurdest und kein Wort mehr rausbringst, und Stille ist wunderbar. But the trouble is, you are not yet convinced about it, and your smarting mind tells you, how am I God? Aber das Problem ist, dass du nicht in die Stille bist, sondern nur darüber nachzudenken beginnst, ja, wie kann es denn sein, dass ich Gott bin? So therefore, let us explore. Also deshalb lasst es uns erforschen. And then you can understand how to get back. Und dann könnt ihr verstehen, wie komme ich zurück? Via the mystic silence. Durch die mystische Stille. Yes. So, one of the Upanishads says, it is adreshyam. Und so heißt es in einer der Upanishaden. Yes, it says adreshyam, you cannot see. You cannot see God. Du kannst Gott nicht sehen. Gott ist nicht sichtbar. You cannot see God with your fleshy eyes. That's what it means. With your eyes, you can't see Him. Du kannst Gott nicht mit deinen Sinnen wahrnehmen, mit deinen sinnlichen Augen. With your organs of action, you can't grasp it. Mit deinen Handlungsorganen kannst du es nicht erfassen. With your eyes, you can see the moon and the sun. And with your hands, you can grasp the chair and the tables and the plants. Mit den Händen kannst du wohl nach Objekten im Universum greifen und mit den Augen siehst du die Sonne und den Mond. So therefore, it cannot be seen, it cannot be grasped. Das heißt einfach, es kann nicht durch die Sinne erfasst werden. And then it is alakshanam. Alakshanam means it has no indications, no characteristics. Und das heißt, es hat auch keine Eigenschaften, keine Charakteristiken. Everything in the world has got a character. You can describe it, but God cannot be described. Alles auf der Welt hat Eigenschaften und wo gegenüber sich von anderen Sachen unterscheidet. Und das gibt es bei Gott nicht. Gott hat keine Eigenschaften. Another wonderful thing is agotram. Agotram means it has no origins. Und es hat auch keine Ursache. But it has always been there. Aber es war immer schon da. Yes, it has always existed. That's why God is the truth. Und weil es immer da gewesen ist, also immer während da gewesen ist, ist es die Wahrheit, das was währt, das was bleibt. The meaning of the word truth means everlasting, always is. That is the meaning of the word truth. That always is. Die Bedeutung des Wortes Wahrheit kommt vom deutschen währen und währen heißt das, was immer da ist, was immer bleibt. Und das ist die Wahrheit. So God has always been. It was there always without an origin. Und Gott war schon immer da, ohne Ursache. And then you can't describe what it is. It is neither black, nor white, nor blue, or green, or big, or small. Deshalb kann man nicht beschreiben, was es ist, weil unsere Begriffe ja aus der Schöpfung, aus dem Universum stammen. Es ist nicht groß, klein, grün oder blau. You can describe an apple and say that an apple is round or oblong or is red or green. Green apples or red apples or sweet apples or sour apples, bitter apples. But you can't describe like that about God. Man kann also Äpfel beschreiben, zum Beispiel sie sind rund oder sie sind rot oder grün oder was auch immer. Und man kann jedes Objekt im Universum so beschreiben, aber über Gott kann man eben keine Aussagen machen, weil sie alle falsch sind. So therefore, since God is alakshanam, that means it has none of these characteristics. Therefore, you cannot describe it. Weil Gott eben keine dieser Charakteristiken hat, kann man ihn auch nicht beschreiben. Therefore, you cannot explain what it is. Avyapadeshyam. You cannot be taught about what it is. Deshalb kann man es dir auch nicht in Worten sagen, was es ist. You can teach something to somebody about which you know, but here you don't know what it is. How can you teach? Aber man kann ja nur Leute darüber unterrichten, was sie schon kennen oder wo sie eine Erfahrung damit haben, aber hier haben sie keine Erfahrung. Wie will man das sagen? You know what the supreme teaching is? Wisst ihr, was die höchste Lehre ist? In the Hindu tradition, it was mentioned that Lord Rama asked his guru,
Vasishta, what is God? In der Hindu-Tradition hat Lord Rama Vasishtu gefragt, was ist Gott? The Guru kept silent. Und dann hat der Guru ist einfach still geblieben. And the second time Rama asked, Und das zweite Mal hat auch Rama and nochmals the third gefragt. time too he asked. Und noch ein drittes Mal. And then the Guru replied, I am revealing it to you, but you're not able to grasp it. Und dann hat der Guru schlussendlich gesagt, ich offenbare es dir ja schon die ganze Zeit, aber du bist nicht fähig, es zu erfassen. The supreme revelation about God is to be revealed in silence. Denn die oberste Lehre ist eben die, dass Gott nur in der Stille Yeah, erfahren werden kann. that is the supreme explanation, revelation about God. It is. Das ist die höchste Aussage, die man machen kann. Gott ist. Yes, it is there in silence. It is there. In der Stille ist er da. But there is one thing wonderful about it. Aber es gibt etwas Wunderbares, was You know the word truth. Truth is an abstract word. natürlich das Wort Wahrheit, das ist eigentlich ein But abstraktes Wort. nevertheless, this truth, because it is said God is truth, so truth is God. Und ob schon man sagt, Gott ist die Wahrheit oder Wahrheit ist Gott, Yes, and so if it is God is truth, that means it has got consciousness. das heißt doch aber, dass Gott Bewusstsein hat, dass es ein Bewusstsein ist. So the word truth does not mean that it is inert like an inert stone. Und Wahrheit ist nicht so aufzufassen, dass sie nicht lebendig ist, so wie ein Stein oder ein Gegenstand. Yes. So God is the truth and truth is God, and therefore, and it is also said God alone is. Und das heißt also, Wahrheit ist Gott, Gott ist die Wahrheit und das ist das Einzige, was es gibt. Gott allein existiert. So since God alone is, he exists by himself, to himself, unto himself. Und weil er allein ist, existiert er für sich selbst, in sich selbst, für sich selbst. So therefore, you too also should arrive at a point wherein you exist by yourself, with yourself, and in yourself. Und genauso solltest du es auch tun, du sollst existieren in dir selbst, für dich selbst. So that is why when Moses went to the burning bush in the mountains and got the message, Moses asked, "Who are you?" Und so als Moses auf den Berg ging und den Dornbusch brennen sah, dann hat er gefragt, was bist du oder wer bist du? He saw in the burning bush, but he couldn't see anybody there, but he was hearing a voice from the burning bush. Er konnte niemanden sehen, aber er hat eine Stimme gehört aus dem Busch. And even though the bush was burning, it was burning, but nevertheless it didn't disintegrate and collapse and disappear, but it was intact. Und der Busch hat gebrannt, aber er ist nicht verbrannt. Er war immer noch ganz. Moses thought this is something very supernatural, unusual. The Und bush da, is burning and it is not collapsing, but it is still retaining its form and its character as a bush. und dann hat sich Moses gefragt, wie das denn sein kann. Das ist ja übernatürlich ein Busch, der brennt und nicht And the verbrannt. voice is coming from there. Und dann kam eine Stimme von dort. The voice can only come from something which is alive, which is consciousness, which is alive to its own existence. Die Idee dahinter ist, dass eine Stimme kann ja nur von etwas kommen, das lebt und das ein Bewusstsein hat. And then when Moses asked him, "Who are you?" Und als Moses gefragt hat, wer bist du, And he received a wonderful reply. hat er die wunderbare Antwort bekommen, I am who I am. ich bin, der ich bin. I am. That is all that I am. Ich bin, das ich bin. So therefore, you also now should arrive at a point to say yourself and to feel to yourself that I am. You know very well that you are. Und ihr solltet euch jetzt auch darauf konzentrieren, dass ihr seid. Ihr wisst, dass ihr seid. Auf There's no dieses one ever declares that I am not, I don't exist. You don't declare that.
Du sagst ja nicht, dass du nicht existierst, dass du nicht bist. You know very well that I am, I am. Du weißt, dass du bist. Yes, so now this is a great mantra given by God. God also wants you to feel and say to feel to yourself that I am. Und das ist ein großes Mantra, das Gott auch dir gibt. Konzentrier dich auf dieses Sein, auf dieses Ich Bin. Now, you know, God is very remarkable. He said, I am who I am. Ich bin, der ich bin. Das ist das Bemerkenswerte, was Gott da gesagt hat. In these 5 words, He has revealed as to who He is and has shown you the way. Und in diesen 5 Worten hat er dir erklärt und gezeigt, wer du bist und wie du dorthin kommst. I am Ich who bin, I am. das ich bin. Und, So you also should feel that you know very well that I am. und du solltest dieses Gefühl haben, dass du bist und dich darauf ausrichten. And in your amness, just be am, I am. Nur auf dieses Sein, ohne das Ich. You know very well that you are I am and get lost in that amness. Du sollst dich in diesem Sein wie verlieren. Be totally absorbed in that amness of your existence. Sei total absorbiert in diesem Sein deiner Existenz. Be totally focused there in your amness. In deiner Seinsheit fokussiert bleiben. So I am, only the I goes away, am. Und mit der Zeit geht es weg und nur das Sein bleibt übrig. Yes, just be am. Sei nur noch dieses Sein. And be totally focused and concentrated in that am. Völlig fokussiert, konzentriert sein in diesem Sein. Then you will, when you do that, you will gradually sink into your amness. Wenn du das tust, sinkst du langsam in deine Seinsheit hinein. And by that you will discover who I am. Und dadurch wirst du entdecken, wer du wirklich bist. So God here, He has said, I am, and the way is, and to discover this who I am, just be am. Und Gott hat also gesagt, dir den Weg gezeigt, ich bin, und der Weg, das zu sein, ist, einfach auf dieses Sein zu konzentrieren, auf das Gefühl, ich bin. Auf What a remarkable statement. Was für eine bemerkenswerte Aussage. Meant for the entire human race. Und das ist für die ganze Menschheit gedacht. To feel your amness, you don't have to belong to any religion. Religion has no place there. Um dein Sein zu fühlen, brauchst du nicht einer Religion beizutreten. Yes, just be in your amness, am. Bleib einfach in diesem Seinsheitsgefühl. And when you remain focused in your amness, you are settling down in your God nature. Und wenn du diesem Seinsgefühl drin bleibst, dann kommst du zu deiner göttlichen Natur. Just watch my hands. I'm just Schau dir die Hände von Swami an. settling down. And then finally, one day you will get to the rock bottom of your existence. Die Hände gehen nach unten und dann, When you get to the nach rock, unten sinken, sinkst du in dein göttliches Sein hinein. that's right. When you sink into yourself, you're getting into samadhi. Und wenn du da hineinsinkst, kommst du in Samadhi. Yeah, this is called mystic absorption. Das nennt man mystische Absorption. Yes. So you got to practice this every day to arrive at this point. Be totally focused. Und das sollst du jeden Tag praktizieren. Forget everything else. Alles andere kannst du vergessen. That is why Und deshalb in another Upanishad, Chandogya Upanishad,
This teaching is given very remarkably. Wird in einer anderen Upanishade diese Lehre sehr auf eine bemerkenswerte Weise erklärt. In the Chandogya Upanishad, there was a sage who was giving an instruction to another sage. Und dort geht es um einen Heiligen, der eine Unterweisung oder eine Lehre weitergibt an einen anderen Heiligen And in that he said, oder Weisen. that final state is called Bhuma. Und dieser letztendliche Zustand heißt The word Bhuma, B-H-U-M-A, Bhuma. Bhuma. That state is called as Bhuma, the highest. Damit ist gemeint das Höchste, der höchste Zustand. You know, when you climb the Matterhorn and go to the very top of the Matterhorn, Als Beispiel, wenn du aufs Matterhorn gehst und zu oberst angelangst, that is the highest point, and beyond that it is all open sky, there's nothing there. The highest. du kommst zu oberst an der Bergspitze an und dann von dort an gibt es nur noch den Himmel, da ist nichts weiter mehr da. So Bhuma is that which is the highest. Und wer bin ich denn als das Höchste? And that highest is empty, it's like an empty sky, Es ist wie ein leerer Himmel, eine where Leere, there is nothing. worin es nichts gibt. And in that empty sky, where there is nothing, neither yourself nor anything else is there. Nicht mal du selbst, aber gar nichts ist da. And when you have arrived at that point, then Und you wenn du, see nothing. Bhuma is that state, that highest, wherein you see nothing. und an diesem höchsten Zustand, wo du nichts mehr siehst, You hear nothing, wo du nichts mehr hörst and you know nothing. und du weißt nichts mehr, So three things are there. You see nothing because there is nothing else to be seen outside. sind drei Dinge da. You hear nothing because Du siehst nichts mehr, es ist you nichts hear mehr da. nothing because there is nothing else to be heard from somewhere else. Du hörst auch nichts mehr, es ist von nirgendwoher dringt etwas zu dir. Because to hear sound comes from somewhere else. There is nothing else for you to hear. Und zum Hören muss ja von irgendwo was kommen, aber da gibt es nichts mehr, woher was kommen könnte. And there is nothing else to be known there other than yourself. Und es gibt nichts anderes mehr, das gewusst werden könnte, als dein göttliches Sein. So you know nothing else. Du kennst nichts mehr außer das. So na anyat vijanati, na anyat pashyati, na anyat sunoti, na anyat vijanati. So you know nothing else. Du kennst nichts anderes mehr. But nevertheless, you are in that awareness, you are totally absorbed. Aber trotzdem bist du in dieser Seinsheit total absorbiert, Totally focused. total fokussiert. Just like what? Wie was? When the yonder sun is out, the sunlight which falls on the grass, it doesn't burn it. So wie wenn die Sonne draußen scheint, das Sonnenlicht. But if you have a magnifying glass there placed in front of the, on top of the grass. Also wenn die Sonne scheint, dann verbrennt sie das Gras nicht. Aber wenn du eine Lupe nimmst und die Strahlen fokussierst, And then through that magnifying glass, how do you call that glass? Magnifying Glass. Magnifying, or there are two glasses, wherein the rays are focused onto some point. Wenn du diese Strahlen bündelst, Yes, through that prism, the prism of a glass, the rays are focused onto the glass, the sun's rays. also durch die Linse, das ganze Bündel, der Lentil. Huh? The lentil. Yes, the lens. The lens, yes, the The lens. lens,
focused onto the grass, which placed close by. Ja, wenn man diese Strahlen der Sonne fokussiert auf einen Punkt, So the sun's heat is now focused and directed towards a blade of grass, and the grass will catch fire and burn. dann wird das Gras beginnen zu brennen, weil es so starke Energie konzentriert wird auf einen Punkt. But without that glass, without that magnifying glass, the sun directly will not burn the grass. Aber ohne diese Lupe oder diese Linse werden die Strahlen der Sonne nicht fokussiert. Yes, then through the lens, the heat gets focused onto the grass and it will burn. Aber durch die Linse fokussiert man eben diese Strahlen. Similarly also, Auf einen Punkt konzentriert. Similarly also with your mind, you get focused onto your divine nature. Und auf die gleiche Art kannst du durch dein So the power of your mind is focused there. Deine Achtsamkeit richten auf dieses Göttliche und dadurch, wie bei der Linse, this power of focusing your mind in your Atman nature, in your God nature, is called as mystic absorption or samadhi. You have entered into samadhi. und durch dieses starke Fokussieren deines Bewusstseins auf einen Punkt, wie bei der Linse, kommst du in das Samadhi. And gradually as you get more and more focused, the focusing will be more and more deeper and more powerful. Und je tiefer du eben da fokussiert bist, umso klarer wird es auch. So this is how you have got to practice your meditation. Und so musst du die Meditation praktizieren. With total attention. Mit vollständiger Aufmerksamkeit. Yes, with total focused attention, be aware of your self-nature. Mit der vollständigen, ganzen Aufmerksamkeit musst du dich darauf konzentrieren, auf deine göttliche Natur. Yes. You can call it God nature or your self-nature. Man kann es Gottes Natur oder göttliche Natur nennen, oder man kann es einfach auch dein wahres Selbst nennen. And it is the self-nature which is called ekatma pratyasaram. It is the essence of your own being. Und das ist die Essenz deines eigenen Seins, deines Natur. Not your human being, but your true being, your divine being. Nicht deine menschliche Natur, sondern dein wahres Sein, dein wahres Wesen. So therefore, in order to arrive at this point, you have got to learn to remain silent and quiet. Und deshalb musst du lernen, total still und fokussiert auf einen Punkt zu bleiben. Yes, and then at the same time, you have got to do three things. Und gleichzeitig sind 3 Dinge zu beachten. In order to successfully be in this state, you've got to do 3 more things. Die du tun musst, um erfolgreich in diesem Zustand zu sein. One is, forget the world. Also diese 3 Dinge sind, das erste ist, vergiss vollständig alles, was zur Welt gehört. That is why when you want to meditate, what is the first thing you do? You close your eyes. You want to forget the world. Auch hilfreich, wenn man dazu bei der Meditation die Augen schließt, dass man die Welt nicht mehr sieht. Yes, however dear other things are to you, you still want to forget them. Egal wie viele Dinge um dich herum da sind, du wirst es like vergessen. Yeah, just like when you go to sleep, you want to forget the world. So wie wenn du schlafen gehst, da interessiert dich die Welt ja auch nicht mehr, du schließt die Augen und hast Ruhe. Yeah, because you want to forget the world at that time because you know the value of sleep. Warum willst du das tun? Weil du kennst den Wert des Schlafs. What a wonderful thing sleep is. Was für eine wunderbare Sache der Schlaf doch ist. That is the most wonderful gift that anyone can have in the world. Das ist die wundervollste Gabe, die ein Mensch in der Welt haben kann, dass er einen guten Schlaf hat.
Yes, two friends met after 20 years from their college days. Also Two es friends sind met after 20 years from their after college days. zwei Menschen, die zusammen studiert haben, treffen sich nach 20 Jahren wieder. One of them, after 20 years, he had become successful, materially successful, and he had become a millionaire. Und einer davon ist nach 20 Jahren sehr erfolgreich geworden in der Welt und er wurde ein Millionär. But a millionaire man said, well, I have only one problem, that I don't have sleep in the night time. Und er hat dann dem anderen, als er ihm begegnet ist, gesagt, also das einzige Problem, das ich habe, ist, dass ich nachts nicht schlafen kann. And the other friend said, well, you are a millionaire during the daytime, I am a millionaire during the nighttime. I have wonderful sleep. Und der andere hat gesagt, also ich schlafe nachts sehr gut, das heißt, dass ich bin nachts ein Millionär und du während des Tages. So you know, you really know to yourself which millionaire you want to be. Und du weißt selbst, welcher Millionär du sein möchtest. If you have a little sleep, it's good enough. Wenn du guten Schlaf hast, ist das gut genug. Yes, yes, yes. It's the greatest blessing. Das ist das Wertvollste, den guten Do you know Schlaf. do you know why it is the greatest blessing? Weißt du eigentlich, warum das ein großer Segen ist? And in sleep, do you know where you are blessed? Weißt du eigentlich, woher diese Segnung oder diese Erholung im Schlaf kommt? Yeah, because in deep sleep, you are getting back to your true self, your true being. And there you're getting rested, you're getting healed, you're getting comforted. Die Ursache dafür ist, dass du im Tiefschlaf in dein göttliches Sein gehst und dort wieder dich wiederherstellst. Du wirst wieder geheilt. Not only that, you also have a blissful sleep. You say when you wake up, oh, wonderful, I had a blissful sleep last night. Es ist nicht nur so, dass du dort geheilt wirst, du bist auch glückselig. Du bist völlig, du hast das Gefühl, wow, ich bin richtig glücklich gewesen im Tiefschlaf. Yeah, where did this bliss come from? Woher kommt denn diese Glückseligkeit? Yeah, there's nothing else outside. There's no world. You are not there. Nothing else was there, but it came from there within you. Wie kann es denn sein? Da war ja überhaupt nichts da. Es war keine Welt da und sonst überhaupt nichts und trotzdem warst du glückselig. Because bliss is the nature of your own Atman, of your own self. Es kommt eben daher, dass deine wahre Natur eigentlich nichts anderes als diese Glückseligkeit ist. And in deep sleep, you are experiencing that bliss unconsciously. Und im Tiefschlaf nimmst du diese Glückseligkeit aber leider nur unbewusst wahr. The difference between deep sleep and enlightenment is that in enlightenment, you experience the same bliss consciously. That's all. Der Unterschied zwischen Tiefschlaf und Erleuchtung ist, dass du in der Erleuchtung diese Glückseligkeit bewusst erlebst. So that is why just before you go to sleep, you want to forget the world. Und ihr wisst ja, dass wenn ihr wirklich müde seid und schlafen möchtet, Yes, you want dann to wollt ihr forget. die Welt gerne vergessen. Yes, you want to forget everybody. You forget your dear husband, dear wife, dear children, dear property. Whatever was dear to you, you want to just forget it. Ihr wollt alles vergessen, euch ist dann egal, wie viel besitzt ihr habt, ob ihr Freunde habt, ob ihr eine Partnerin oder Partner habt oder Kinder. Ihr wollt das alles vergessen. So the first thing is, so you got to forget the world. Also der erste Schritt, den ihr tun müsst, genau wie beim Tiefschlaf, vergesst einfach für diesen Moment der Meditation die Welt. Then the next thing that you have got to forget is you have got to forget yourself also. Und das Zweite, was ihr vergessen müsst, ist, ihr müsst euch selbst als Mensch vergessen. So you know that very well, because when you want to go to sleep, you want to forget yourself. Ihr kennt das gut, ihr wollt auch euch selbst vergessen im Schlaf. However, you are worried or you are troubled or you are angry or you are happy, you want to forget all that when you want to go to sleep. Egal, ob ihr jetzt ärgerlich seid oder ob ihr glücklich seid, ihr wollt oder Probleme habt im Leben, ihr wollt das alles mal für den Moment vergessen im Tiefschlaf. So when you retire to bed, you want to either stretch yourself or curl yourself
and just forget yourself. Ihr wollt einfach euch mal zurückziehen von der Welt und euer weltliches Sein vergessen. Whatever it is, you just say, let me forget myself and let me deal with him tomorrow morning when I wake up. Ihr vergesst alles über euch selbst auch, wer ihr seid und was für eine Persönlichkeit habt. Ihr vergesst das bis morgen. So, two things you wish to forget. Forget the world, Also diese zwei Dinge, vergesst die Welt, and forget yourself also. Just totally vergesst forget dich yourself. selbst als Mensch. And the third thing that you have got to forget. Und dann das Dritte, was ihr vergessen müsst. Yes, many people find it rather difficult to forget the third thing. Viele Leute haben Schwierigkeiten dabei. And when I mention this to people, they get a little, traditional people, very highly religious-minded people, they get a little upset when I tell them. Und auch Leute, die ein bisschen religiös sind, die haben dann Schwierigkeiten, wenn ich ihnen das sage. Yes, the third thing that you have got to forget is forget religion, totally. Und das Dritte, was ihr eben vergessen müsst, ist eben die Religion, die Religionen. Here's all the religious indoctrination in religious teachings, everything, just forget it. Alle religiösen Lehren, Doktrinen und Unterweisungen und so weiter, all diese Ideologien, vergesst das alles. Yes, just to keep quiet, you don't need a religion, do you? Oder braucht ihr etwa eine Religion, um ruhig zu sein? Still zu In sein? silence, you don't need a religion. In der Stille braucht ihr keine Religion. To be aware, to be God aware or to be aware, the same thing. Whether you are God aware or to be aware, you don't need a religion. Um wahrzunehmen und achtsam zu sein und euch bewusst zu sein, braucht ihr dazu eine Religion. God himself has no religion. Gott selbst hat auch keine Religion. Ask yourself this question, does God have a religion? Fragt euch doch mal, hat Gott eine Religion? Why should he? Warum sollte er? Yes, then why should you have a religion? Because God's nature is there within you. Warum solltet ihr eine Religion haben? Gott ist ja in euch, ihr seid es. So therefore you also don't need a religion to arrive at God. Ihr seid das ja schon, ihr braucht keine Religion, um zu Gott zu kommen, weil ihr es schon seid. You must just try to be in your God nature. Ihr müsst nur wieder bewusst es werden, ihr habt es vergessen. And while being in your God nature, you've got to do one more thing. Ihr müsst euch nur daran erinnern und um Gott zu sein, müsst ihr noch etwas tun. Yes, so in meditation, you are now trying to be absorbed in your God nature, which is your Atman nature, your self nature. Und in der Meditation versucht ihr euch jetzt ja bewusst zu werden, eures Atman, also des göttlichen Bewusstseins in euch. So these are three words that I am using: God nature. Das sind drei Begriffe. God nature, which is your self nature. Die göttliche Natur, das ist deine Selbstnatur. Yes, and you got to just remain in that. Be that, be it. Sei es einfach nur und bleib dort in diesem And when you are it, you begin to sink in yourself, within yourself, into your God Wenn du es nature. bist, sinkst du in dich hinein und bleibst es. So therefore, these are the three things that you have to forget in order to arrive at your God nature, which is your self nature or Atman nature. Also diese drei Dinge sind es, die du vergessen musst, damit du in deiner göttlichen Atman-Natur, dem göttlichen Sein angelangen kannst. Yes, the word Atman is very interesting in German, in the German language. Ja, das Wort Atman Atman ist ja auch sehr interessant in der deutschen Sprache. Yes, it has no other meaning. Yes, Atman means breath. It's a wonderful word. Atmen bedeutet ja eben atmen, also die Atmung von das ist das, was euch am Leben erhält. There's a lot of significance there in that word. Es gibt aber eine tiefe Bedeutung in diesem Wort. In order to arrive at the Atman, be in your Atman. Um zum göttlichen Atmen zu kommen, musst du beim Atmen bleiben. Oh, I'm using a pun now. To arrive at Atman, watch your Atman. Und das heißt, um beim göttlichen Atman anzukommen, beobachte den Atem. That's right, that's right. I'm releasing a secret there.
Dabei gibt es ein kleines Geheimnis. Mhm. Mhm. So therefore, this is your God nature, and you've got to just abide there. That's all. Practice this. This is the most wonderful thing that you can do to yourself in your life. Und deshalb praktiziere das. Es ist das Schönste, was du tun kannst in deinem Leben, das Göttliche zu sein. Mhm. Und bei dir selbst anzukommen. Yes. So now is it clear why you should remain in that mystic silence Ist es euch jetzt, so that you can arrive at your God nature? ist es euch jetzt klar, warum es gut ist, in der Stille zu bleiben, damit ihr im göttlichen Sein ankommen könnt? Wisst ihr jetzt, warum das wichtig ist? So having said this much, now Nachdem ich das nun gesagt habe, I hope things are clear. hoffe ich, dass das jetzt alles klar ist. Perhaps you could ask me some questions now. Wir können jetzt eine kurze Fragerunde machen. Wenn jemand eine Frage hat, einfach das Mikrofon einschalten und wenn man fertig ist, wieder ausschalten. I have a question. Yes. Sometimes while meditating, I also have the feeling that some energy comes from outside. And you said it just is going into myself. So there, for me, sometimes there's a feeling of outside and inside together. What do you say about that? Yes, outside energy, that outside energy comes and helps you to go inside. It's fine. That's supplementing it to you. Okay. But if the outside energy interferes with it, then it is a negative energy. Yeah. If it enhances the process, it is on the right lines. Kannst du das noch auf Deutsch übersetzen, was du gefragt hast? Weil das in deinen eigenen Worten vielleicht am besten geht. Because God helps you. Those who help themselves, God too helps you in his own way. Okay. And the unseen God is your guide. Okay. He's keeping a watchful eye on you. On your good efforts, he's keeping a good watchful eye. He is also keeping a watchful eye on your wrong efforts, wrong methods too, wrong efforts. On the right step and on the wrong step, he's keeping a good eye on you. On each and every one of his sons and daughters. It is not that God created you and just left you to yourself. It's not possible. Okay. You know, you too also, when you are a parent, when you have your children, you don't leave your children to themselves, to their wild ways. You look after them, correct them, try to move them in the right direction. God does the same thing. Of course, all unknown to you, unseen by you. Yes. So that is where faith comes in. By and by in your life, you will begin to develop that faith. So that is why there's a beautiful statement in the Tamil language, which says that Avan Arulal Avanai Vanangi, by his grace, one worships or bows down to him. By his grace. Avan Arulal, by his grace. He instills a nature within you, instills a character or force within you to have reverence towards him, to live your life reverentially.
And that he induces in you, so long as you have been a good boy or a good girl. You know, you're his children, so you've got to be a good boy or a good girl. Okay. There is no other way. So when you are a good boy or a good girl, your father is pleased with you. Just like any other human father or human mother. Weil du Gott bist und göttlich, das Göttliche in dir ist, sollst du auch entsprechend leben und diese göttliche Natur ausdrücken oder das soll sich zeigen in deinem Leben und dadurch zeigst du eben oder näherst du dich dem an. Kannst du noch deine Frage, Frank, nochmals auf Deutsch sagen? Ja, ich habe gefragt, manchmal fühle ich auch Energie von außen kommen bei der Meditation. Und ich habe gefragt, was das Verhältnis ist zu dem sich fokussieren auf sich selber und zu sinken. Da ist ein Außen und ein Innen für mich manchmal vorhanden. Und er hat gesagt, so wie ich ihn verstanden habe, dass Gott natürlich auch da ist wie ein Elternteil, der seinen Kindern hilft, manchmal in die richtige Richtung zu gehen, wenn man es etwas falsch macht, oder manchmal das Richtige zu verstärken. Und das ist dann eigentlich ein schönes Verhältnis des Vertrauens in Gott, dass er wie Eltern da ist und das Gute möchte von seinen Töchtern und Söhnen, von seinen Kindern. Thank you very much. I translated it for the others. Okay, very good. Noch jemand eine Frage? Dann frage ich selbst mal was. Swamiji, I myself have a question. Yes. Sometimes it's very easy to do nothing and be in this state. And sometimes I feel it needs an effort. So Yes. why is that? Yes, it's a good question. Also ich habe gefragt, manchmal ist es sehr leicht in der Meditation nichts zu tun und einfach zu sein. Und manchmal braucht es eine Anstrengung dazu, dass man dahin kommt. There are three types of energies which are constantly changing within each person. Und Swami sagt, es gibt drei Energietypen, die sich ständig abwechseln. They are called the Sattva, Rajas and Tamasic energy. Sie nennen sich Tamas, Rajas und Sattva. The Sattva energy is calm and peaceful. Diese Sattva-Energie ist ruhig und friedlich, still. Rajas energy is dynamic. Und aber wach. Und Rajas ist sehr aktiv, dynamisch nach außen gerichtet. And Tamas energy is a little lethargic and lazy. Und Tamas ist sehr träge und faul und lethargisch. And all these three energies fluctuate in every person. Und diese drei Energien, die fluktuieren in jedem Menschen. When you have a strong desire to go to sleep and you are sleepy, the tamas energy has come in. Und wenn ihr einen starken Wunsch habt, euch hinzulegen und zu schlafen, dann hat eben diese Tamas-Energie überhand genommen. And when you are very active and you want to do many things in the world actively, then the Rajas energy is there. Und wenn ihr sehr aktiv seid und irgendwo in der Welt Ziele erreichen wollt und was tun wollt und Action haben wollt, dann ist eben das ein Schuss an dieser Rajas-Energie. And when you are calm and peaceful and happy with yourself, then it is a Sattva energy. Und wenn ihr dann eben mal ruhig sein wollt und einfach nur still und bewusst sein wollt, dann das ist dann die Sattva-Energie. And all these three energy levels,
they fluctuate in every person every day. Und Every diese day and drei wechseln sich und fluktuieren hin und her. so therefore, when the energy, the sattva energy is there, it's more easier to meditate. Und wenn eben diese Sattva-Energie da ist, ist es leichter zu meditieren. When there is rajas energy, you've got to make a lot of effort to get into the state of the meditative state. Und wenn diese Rajas-Energie da ist, dann muss man sich anstrengen, eben davon nicht mitgerissen zu werden. And when the tamas energy is there, it's a struggle. Und wenn die Tamas-Energie da ist, dann ist es wirklich ein Kämpfen, dass man nicht einschläft zum Beispiel. So all these three energies, they fluctuate up and down, like like three corks. You press one, and the two others are there. Then this one you press, and the other two are there. So each energy is either sattva, rajas, or tamas. Also diese drei Finger stellen dann diese drei Energien dar und wenn man einen Ort drückt, dann kommt eine andere nach oben oder drücke ich wieder da irgendwo. Immer eine hat Oberhand. When the sattva energy is there, it presses, it subordinates the rajas and tamas. It overpowers them. Also wenn die eine Energie eben da ist, dann wird die überwältigt sie die anderen. Also eine hat immer dann ein bisschen mehr Oberhand. When tamas is there, then it overpowers the rajas and the tamas, and you are lazy and sluggish and don't want to do anything. Also wenn zum Beispiel Tamas da ist, dann überwältigen die Rajas und die Sattva-Energie und dann fühlst du dich müde und schläfrig. So it is in this way that the three energies fluctuate in every person, every day, morning and evening, morning, afternoon, evening and night. Keep on changing. Diese drei Energien, die gehen immer hin und her. And is it then helpful to observe these energies and stay conscious anyway? That's right. Then you become a little more detached from them. Und ich habe gefragt, ist es dann hilfreich, wenn man diese drei Energien beobachtet und sie einfach trotzdem versucht, bewusst zu bleiben? Yeah, that's a good question, yes. Und dann hat Swami gesagt, ja, dadurch beginnst du dich von ihnen zu lösen. Sie beeinflussen dich dann weniger. Yes, when you're getting a little sluggish and lazy and when you're supposed to do things, then you just observe it and get detached from it. Und wenn du das merkst, dass du zum Beispiel müde wirst oder dass du vielleicht ein bisschen aufbrausend wirst oder das sehr in die Aktivität zieht, beobachte einfach diese Energien, dadurch beeinflussen sie dich nicht mehr so fest. Or take a little rest, and then after the little rest, you will once again become dynamic. Du kannst natürlich auch versuchen, bewusst einfach mal eine Pause zu machen oder zu ruhen, dich auszuruhen, vielleicht ein bisschen Powernap zu machen oder so, und dann kommst du zurück und bist wieder voller Kraft. Sometimes when the rajas energy is there, you can become angry, you can become wild, you can lose control of yourself. So therefore you've got to now be a little detached from that. Und manchmal überwältigt dich die Rajas-Energie und so, und du wirst ständig in Tätigkeiten gezogen und verwickelst dich darin. Und da auch, wenn du das beobachtest, wenn du dich dabei beobachtest, dann löst du dich mit der Identifikation mit diesen Energien. Whenever the sattva energy comes, nicht mehr so. Whenever the sattva energy comes or manifests, remain in that sattva as long as you can. Und wenn aber das Sattva kommt und du merkst, du bist eigentlich relativ ruhig und still und wach, dann bleib möglichst lang darin. And when you are in the sattva, when the sattva energy is there, you can watch the whole show of life in a very amused, detached manner. Und wenn du in dieser Sattva-Energie drin bist, kannst du das ganze Leben und die Welt in einer sehr entspannten, gelassenen Art beobachten. You are then calm and peaceful, Du bist dann and you ruhig can also be in a meditative state. und du kannst sehr leicht meditieren.
when you function in life, there are two things. Wenn du im Leben funktionierst, da gibt es zwei Dinge. One is intense meditation, Das eine ist intensive Meditation, which you practice when you sit down quietly and intensely focus yourself in your Atman nature, in your God nature. die du praktizierst, wie wir gesagt haben, wenn du dich hinsetzt und einfach in deine göttliche Natur dich sinken lässt, in dieses Sein, im Sein bleibst. The other is meditative living. Und das andere nennt man meditatives Leben. So in meditative living, the sattva mode is manifest. Im meditativen Leben bist du im Sattva-Modus. And then in a detached manner, you peacefully function. Und in einer losgelösten Art bist du am Wirken in der Welt. So when you function peacefully in a detached manner, then you peacefully operate. Und wenn du dich vollständig losgelöst hast von diesem Tun in der Welt und es nur beobachtest, dann bist du friedlich am Wirken in der Welt. And one of the best training grounds to learn how to peacefully operate is cooking. Und eine der besten Übungen, um friedlich eine Handlung zu vollziehen in der Welt, ist das Kochen. You know very well that you have got to peacefully cook if you want to have a good meal. Ihr wisst es genau, dass wenn ihr friedvoll kocht, dass ihr dann ein gutes Essen bekommt. Because cooking takes its own time. Aber das Kochen braucht seine eigene Zeit. So it is helping you to peacefully be and peacefully do your job of cooking. Und das heißt einfach, dass du friedlich alle Handlungen tust, auch das Kochen. Yes, and then, so everything that you do, you can do it peacefully. Also alles, was du tust, kannst alles in dieser inneren Ruhe tun, in diesem Sattva-Zustand. Another good example of where the rajas comes into play is when the rajas mode is there, because when I was in my teenage years, I experienced it. Und eine andere Sache, wo dieser Raja-Modus sehr in den Vordergrund kommt, ist, ich habe das als Teenager erlebt. Then you want to rev your vehicle, rev your motorcycle or rev your car, boom, boom, boom. Wenn du zum Beispiel dein Motorrad oder dein Auto fahren willst. Yes. So that is where the rajas energy comes in and you are so involved with the rajas energy. Und dann bist du so, vielleicht fährst du auch ein Rennen und dann bist du so in dieser Rajas-Energie drin. That's right. So therefore, while living life itself, various energies operate within you. Und während des Lebens gibt es eben verschiedene Energien, die in dir selbst wirken. But you yourself must come to know which is the time when the sattva energy, sattva mode is there, so that you can peacefully meditate. Und du selbst solltest einfach schauen, dass du bemerkst, wenn diese Sattva-Energie da ist, dass du dann meditierst, weil es dann am leichtesten geht. Darf ich etwas fragen, Pascal? Ja. Ich wollte Swami fragen, er hat vom Atembeobachten gesprochen, vom Beobachten dann auch, wenn man im Alltag ist. Und ist es nicht so, dass es auch gut ist, dann diesen Beobachter
wie loszulassen, um ganz von einer non-dualen Sichtweise, Wahrnehmung her zu leben. Also wie ist Beobachter, ja, anfangs, aber ist nicht auch gut, den Beobachterzustand dann loszulassen? Das ist eine Frage. Yeah. His question was, you said that one should observe yourself in daily life and also in meditation and as an observer, but isn't it that also good to let go the observer and go deeper and observe the observer and think more into it, to not be in a dualistic mode, but in a non-dualistic mode? When you begin to practice this, then gradually you will begin to lose your sense of being the observer. Also wenn man beginnt, das zu üben, mit der Zeit verliert man dann auch das Gefühl, der Beobachter zu sein. Yes, initially you are observing, but later on you will lose that sense and be absorbed in that state. Also am Anfang hat man das Gefühl, man ist der Beobachter und nachher mit der Zeit wird man darin in diesem Zustand absorbiert und der Beobachter verschwindet. Then when that happens, you will become self-absorbed. Und wenn das geschieht, ist man selbst absorbiert, also absorbiert im Selbst. Not observation, but self-absorbed. Nicht Beobachtung, sondern Selbstabsorbiertheit. Yes, at that time you will not know anything inside or anything outside. Und zu dieser Zeit weißt du nichts mehr innerhalb oder außerhalb von dir. Even you have lost yourself as the observer. Und du selbst hast dich verloren als der Beobachter. That is the beginning of getting into samadhi. Und das ist der Anfang in den Eintritt des Samadhi. Danke, vielmals. And at this point, you have no will anymore, isn't it? Well, you could say that. Also ich habe gefragt, an diesem Punkt hat man keinen eigenen Willen mehr. The force of your effort has made you get within yourself. Ja, die Anstrengung, der anfänglich gerichtete Wille hat dich zu dir selbst gebracht und dann ist er nicht mehr da. Let us put it this way. When you're diving from a high position into the water, initially you need the will to dive. Then after you get into the water, you just flow through. Also wenn du zum Beispiel ins Wasser springst, am Anfang brauchst du den Willen, ins Wasser zu springen. Wenn du dann gesprungen bist, sinkst du von selbst. Yes, at that time, your will is no more there. You just go on going with it. Und der Wille ist dann nicht mehr da, sondern du bist dann im Hineinsinken. With the force of your original momentum, you are going inside. Mit der Kraft deines ursprünglichen Impulses gehst du hinein. That means the will is just the starting energy. That's right. Gives the direction. That's right. You need the will. Das heißt, du brauchst den Willen. Das ist wie der Startschuss, der die Energie und die Richtung vorgibt, wohin es gehen soll. Und dann läuft das Ganze ja und dann kannst du auch das loslassen und sinkst einfach in dich hinein. So it is the initial starting mode. Das ist ein initiales Startmoment. Und wenn die Rakete gestartet ist, when the rocket has started, it is on the orbit, in the orbit. Yes. And you've got to maintain that will until you begin to lose yourself. Und du musst einfach diesen Willen aufrechterhalten, bis du dich selbst verloren hast.
Then when you begin to lose yourself means when you get so intensely self-absorbed, then at that point, you and the will are no more there. Und wenn du so selbst absorbiert bist, dann bist du als Mensch und als Willen, mit deinem Willen nicht mehr da. The force of your dive is taking you in and in and in. Diese Kraft hat dich dann in dich selbst hineingebracht. Darf ich noch eine Frage stellen, Patrick? Ja, immer. Möchtest du bitte für mich übersetzen, weil ich Ja. nicht bin. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung, wie vorhin Jakob gefragt hat. Und zwar, Swami sagte ja, wir sollen unsere Gedanken versuchen zu beherrschen oder wegzulassen und ebenfalls auch unsere Gefühle. Ich habe nun gerade in den letzten Monaten intensiv auch gearbeitet mit einem spirituellen Lehrer und der, allerdings aus unserem Kulturkreis, sagt, dass es wichtig ist, die Gefühle wahrzunehmen, mit ihnen zu sein, ohne zu reagieren. Also nicht einfach nur zu beobachten, in die Beobachterposition zu gehen, weil dann entfernen wir uns von den Gefühlen und sie gehen nicht weg, sondern sie wahrnehmen und einfach nicht reagieren, damit sein. Ich habe das Gefühl, dass Swami eigentlich das Gleiche gesagt hat, aber mit diesem Beobachter ist es mehr ein Distanziertsein. Und es geht nicht darum, sich zu distanzieren, sondern hineinzugehen, ohne zu reagieren. Mhm. Habe ich versucht. So. Okay, ich versuche das zu übersetzen. Dankeschön. She is asking, she has, the last time she has worked with a man who said it is, you can of course observe your feelings, but it is not good to only observe them, but to be with them without reacting to them. So not to put them away or to block them, and because then they will still be there, and this energy is just blocked. And it is better to be with them without having a reaction with them, and then they will subside. Yes, Gut übersetzt. yes, that can be done. Each one can choose a method which is suitable to one. Ja, das kann getan werden. Jeder kann eine Methode finden, die für ihn passend ist. That's one way of dealing with that energy or feeling which may arise. Das ist einfach ein Weg, wie das möglich ist, mit diesen Gefühlen umzugehen, mit diesen And Energien. there's another way of dealing, that's one way of dealing with it, so that you can become detached from that energy. Das ist eine Möglichkeit, wie man sich von diesen Energien lösen kann. The second way of dealing with it is to understand that energy. Die zweite Art ist, diese Energie zu verstehen. And if the energy is not very desirable, to release it from your system. Und wenn diese Energie nicht wünschenswert ist, sie einfach aus dem eigenen System herauszuschmeißen. Yes, through understanding, release it. Also der Weg durch die Erkenntnis, das rauszubringen. That is to say, to clear it out of your system. You can do both ways. Also das heißt einfach, dein System zu klären. Du kannst es auf beide Arten machen. Because feelings, emotions
they're all energies which are disturbing one. Denn diese Emotionen und Gefühle, das sind alles Energien, die einem stören bei der Meditation. Mhm. Or shall we say, which are an interference to your peaceful state. Sie überlagern deinen friedvollen Zustand. So therefore, you've got to clear it out of your system. Und deshalb ist es gut, wenn man sie erklärt und aus einem System entfernt, egal wie. So either by one of the two methods or both methods you can use and clear it out. Du kannst beides praktizieren oder auch nur eines. Hauptsache ist, du bringst sie los. Okay. Danke. Mhm. So but it's also important not to block them and deny them, because otherwise it is encapsulated in a... That's right. If you don't block them or deny them. Es ist aber auch gut. Then you repress that. If you do that, you repress it within yourself. Die Energie nicht abkapseln zu wollen und sie zu blockieren, denn sonst ist sie ja noch da und wirkt sich immer noch aus. If that energy is there, it's like a stress layer within you. Und dann wird sie ein Bestandteil von dir und das ist immer so wie eine Stressebene in dir, die immer da ist, eine unterschwellige Stresssituation in dir, die dann irgendwann explodiert. That stress layer has to be cleared out of your system. Und diese Stressebenen, die müssen in dir aus dir rauskommen oder du musst sie irgendwie wie auflösen. Ja. Nicht verdrängen. Is it also a good method? I sometimes train this also with my students. I have done both to not react to any event. Correct. Also ich habe That is very gemacht, nicht zu reagieren, egal auf welches Ereignis nicht darauf zu reagieren. Das heißt also, that means sometimes there is something, you have the feeling you want to scratch your head or something, and I don't allow anything to happen in my body. And then also the opposite I practiced. Ich habe auch das Gegenteil geübt. Whenever there is something the body wants to do, I just let him do, but I don't identify with it. I just observe it. I have done both. In fact, it is with reference to body as well as, shall we say, the psychological stream of nature, psychological disposition, both ways. Man kann beides üben. Man kann also versuchen, einfach überhaupt auf kein Ereignis und auch nichts zuzulassen, dass der Körper auch nichts tun darf. Und auch umgekehrt, dass man es einfach nur beobachtet. Das hängt von der Psychologie. The best would be not to react to any situation. Das Beste wäre natürlich, überhaupt auf nichts zu reagieren. Yes, just let it be. Just observe it and let it be. Es einfach nur festzustellen, aber nicht darauf zu reagieren. In fact, we have been given an opportunity during this pandemic period to learn to be yourself. Und in Wirklichkeit ist euch die Gelegenheit gegeben worden, durch diese Situation im Äußeren der sogenannten Pandemie, euch das zu üben. Und euch selbst kennenzulernen und euch selbst zu sein.
and also to be independent from external events. Oh yes, that is also very necessary. Let the world go on in its own mad ways or funny ways. Auch unabhängig sein von äußeren Ereignissen, das heißt, sich davon nicht beeinflussen zu lassen und die Welt ihren verrückten Gang gehen zu lassen. It's a very popular expression in India. Pagal ka dunya, that means the mad world. Das ist ein berühmter Ausspruch in Indien, die verrückte Welt. Yeah, just watch it. Beobachte die Show. So you don't have to be part of the mad world, but you just watch it, observe it. You can't help it. Natürlich solltest du nicht Teil dieser Verrücktheit werden, aber du kannst sie ja beobachten. Ich habe auch gemerkt, dass jetzt in dieser Zeit, dass der Wunsch, eigentlich zu mir selber zu kommen, noch intensiver geworden ist, gerade weil das Außen so verrückt ist. Wenn außen immer alles so schön ist, harmonisch, dann besteht die Gefahr, dass man viel mehr im Äußeren nach außen gerichtet ist. Und diese schwierige Zeit jetzt im Außen hat mir ja geholfen, noch mehr ist der Wunsch größer geworden, einfach den Weg nach innen mehr zu gehen. During this time now we saw outside, it helped me that this desire to go inwards was greater because the outside was not so funny, and so it's easier to come to yourself. That's right. That's right. That's part of the reason why it happened. Das ist wahr und das ist ein Teil des Grundes, warum das passiert ist. You see, the world has been given an opportunity by God to go within. Das ist auch eine Aufforderung für euch, nach innen zu gehen. Instead of running wild unnecessarily outside. Anstelle dessen im Äußeren wie wild herumzurennen. Yes, go within and get centered. In dich hineinzugehen und dich zu zentrieren auf dein wahres Sein. So in a spiritual sense, that is why the world is like this at the present moment with the pandemic. And we have to only sensibly handle it, that's all. Not to get upset or frightened or angry about it, but just to handle it, that's all. Und die Übung ist jetzt einfach, dass man sich davon nicht beeinflussen lässt, was da Verrücktes in der Welt abläuft, sondern einfach innerlich ruhig zu bleiben, nicht in die Angst zu gehen und bei sich zu bleiben. Und eben das meditative Leben zu führen. The philosophy is if you survive, well and good. If you don't, so be it. Das heißt also, egal was passiert, wenn du überlebst, okay, und wenn nicht, dann ist es auch okay. I still have another question. Here, Samadhi itself is not yet enlightenment, isn't it? well, there are degrees of absorption. Ich habe Degrees gefragt, of self-absorption. Samadhi selbst ist ja noch nicht die Erleuchtung. Da hat Swami jetzt geantwortet. Also es gibt gerade der Absorption.
shall we say, when you dive into the water, you keep on diving, 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 go down to until you hit the rock bottom. Und das ist etwa so mit dem Bild zu vergleichen, wenn du dann mal ins Wasser gesprungen bist und dann langsam dich auf dem Grund, da gibt es ja verschiedene Stufen des Sinkens, bis du dann schon am Grund angekommen bist. When you, so to say, touch the rock bottom of your existence, that is enlightenment. Und erst wenn du am Grund angekommen bist, das ist dann die Erleuchtung. Also degrees of awakening. I will not use the word degrees. Until you get to the real awakening, you're not yet awakened. Ich habe gefragt, ob es denn Grade des Erwachens gibt. Und Swami hat gesagt, also entweder bist du aufgewacht oder nicht. Bevor du am Grund angekommen bist, bist du nicht wirklich erwacht. And when you're awakened, you totally awakened, then you will know. Und wenn du vollständig erwacht bist, dann wirst du das wissen. And if you are still in doubt about it, then you have not awakened. Und solange du dann noch zweifelst oder zweifeln kannst, bist du sicher nicht erwacht. Yes, because doubt involves duality. Yes, the duality disappears. And for duality to disappear, initially you have got to maintain the non-dual awareness. Ja, ich habe das noch ergänzt und gesagt, es ist deshalb, wenn du zweifelst, dann bist du in der Dualität. Und solange du in der Dualität bist, musst du versuchen, in dieses nicht-duale Gewahrsein, in diese nicht-duale Wahrnehmung zu kommen. And when you get absorbed in this non-dual awareness, then it will lead to enlightenment. Und wenn du in diesem nicht-dualen Wahrnehmen bleibst, dann führt dich das erst zur Erleuchtung. Enlightenment is like when you are in a dark room and when you get out the dark room into brilliant sunlight. That's what it is. Erleuchtung ist wie wenn du in einem dunklen Raum gewesen bist und plötzlich ist da helles Sonnenlicht drin. Darf ich noch etwas fragen, Patrick? Ja, auf jeden Fall immer. Ja, es gibt ja heute eine große spirituelle Bewegung im Westen. Die suchen immer, die wollen immer mehr Praktiken, Übungen, aber eigentlich ist es so, wenn ich Swami richtig verstehe, dass alles in uns ist, dieser Raum, der dann erleuchtet wird, beschienen wird mit der Sonne, der ist in uns. Es geht um das Entdecken, um das Aufdecken, um das Abschichten, dass wir zu dem kommen, was zutiefst in uns ist. Ist das der Vorgang? Dann kann er das auch so sehen, bestätigen. Mhm. Willst du die Frage gleich selbst auf Englisch noch stellen? Oder mach's lieber du bist besser. Das Kannst geht. besser Englisch. Ja. Yes, the question was, there is more and more in the Western world spirituality movements and exercises and other exercises. And is it then not more important to just do what we have just we just said? Also war das die Frage, dass es einfach so viele Bewegungen gibt
Und es gibt Übungen und Übungen und wäre es nicht besser, wenn man eigentlich das tut, was wir jetzt eben besprochen haben? War das deine Frage? Genau, dieses Aufdecken, dieses Entdecken, dieses, was in uns ist, ja. To Tief just in uns only angelegt. Ja. simply discover what is within ourselves. That's right. Finally, it only comes down to that. Das ist richtig, denn schlussendlich geht es nur um das. What is within ourselves, it is already there, and we have to only recognize it. And in order to recognize it, we have to recognize. Recognize. Es geht nur darum, das ist ja in uns alles schon da. Wir haben das nur vergessen. Es ist nicht so, dass wir es werden müssen. Wir sind es schon. Aber wir müssen es wieder entdecken. Also wieder entdecken. Das heißt also, es ist etwas verdeckt und das muss entdeckt werden, aber wieder, weil es ja schon da ist. For recognition, no philosophy or religion is necessary. Wiedererkennung ist das Einzige, was notwendig ist, und es braucht dazu keine Philosophie. Wenn, dann ist das die einzige Philosophie. Ja. Also was mir jetzt einfach auch auffällt, dass Swami ein großes Wissen hat natürlich über die inneren Vorgänge, Bewusstseinsvorgänge, ja. Und in unserer westlichen Theologie, Religion geht es immer um Gegenstände, um Themen, ja, aber wenig um die eigene Bewusstseits- und Wahrnehmungsschulung. Das finde ich fehlt sehr im Westen, ob er das auch so sieht. Da wird man nicht geschult in diese Richtung, ja. We now have, he says that you have a very deep knowledge about these processes and what's going on in these, in the meditation. But in the Western world, there is more the external view of the things. Mhm. Not necessarily. East or the West, it is the same thing. In fact, in the Eastern world too, people are more involved in religion and religious practices. They are not into what we are talking about. Es ist nicht wirklich so, dass zum Beispiel jetzt im Osten, in der östlichen Welt, die Spiritualität mehr gelebt wird. Sie sind viel mehr dann verfangen in irgendwelchen religiösen Ritualen und Praktiken. Mhm. Ja. Mhm. And in the Western world there is more the scientific approach, but it is more materialistic oriented, isn't it? No. We will put it this way. The inner spiritual process has not been properly understood, either in the East nor in the West. Ich habe dann gefragt, ja, also in der westlichen Welt wird mehr Wert auf Wissenschaft gelegt und die Wissenschaft aber eigentlich wird nur bezogen auf die weltlichen Dinge, auf das Materielle. Und Swami sagt, ja, es ist eigentlich so, dass weder der Westen noch der Osten das richtig verstanden hat, dass Spiritualität eine Wissenschaft ist. The stumbling block is religion. Aber der Stolperstein ist die Religion. We have to rise above religion or go beyond religion. Wir müssen eben die Religionen übersteigen und zur Wahrheit kommen. And the next thing is, it's a wrong misconception that West is more material and East is more spiritual. No, Und, it's a misconception. Und diese Wahrnehmung, dass der Osten spirituell ist und der Westen mehr materiell,
ist auch eine Fehlwahrnehmung. Es ist eigentlich ein falsches Konzept. They are both equally material minded. Sie sind beide materiell ausgerichtet. The difference is the East is more religious, not spiritual. It is religious and material, Der Unterschied ist, dass der Osten ist mehr religiös, aber auch materiell. while the West is also equally material with many people. But at the same time, in the West too, you find it is religious in some sense and spiritual in another sense. Und der Westen ist einfach auch materiell, aber auch religiös, aber auch spirituell in einer anderen Weise. What has helped them to become spiritual is that in Europe, people have got detached from their own religion. Was eben geholfen hat dem Westen, ist, dass zum Beispiel in Europa die Menschen gelernt haben, sich von den Religionen zu lösen. While in the East, people are still involved in religion. Weil während im Osten die Menschen immer noch stark in die Religion eingebunden sind, in diese Rituale und ja, in das Ganze, in die Dogmen und so weiter. What I have been talking to you will not be easily appreciated and shall we say, taken to heart by the Eastern people easily. Aber das, worüber wir eben jetzt gesprochen haben, über diese Art der Erkenntnis und der Meditation, das sind die Menschen im Osten nicht so bereit anzunehmen, weil sie noch in der Religion stecken. While in the West, most of you have got deconditioned from religion. Demgegenüber seid ihr im Westen gegenüber der Religion schon entkonditioniert worden. Therefore, it is easier for the Western people to investigate what truth is. Und deshalb ist es für die Menschen im Westen einfacher zu untersuchen und zu erforschen, was die Wahrheit ist. Now, I would find it very difficult to talk like this to the people here. Für Swami wird es sehr schwierig sein, würde es sehr schwierig sein, zu den Menschen in Sri Lanka, wo er jetzt ist, so zu sprechen, wie er es heute zu uns getan hat. Eine Frage stellen oder auch meine Meinung dazu. Ich glaube, bei uns im Westen hat die Psychologie sehr viel auch die Religion abgelöst. Und ich denke, auf dem spirituellen Weg ist es ja zunächst eine starke Auseinandersetzung mit unserem Ego. Und dass wir uns auseinandersetzen mit unserer eigenen Person, mit all diesen Gefühlen und diesen Ego-Trips, die wir machen und haben. Und da haben wir durch die Psychologie Handwerkszeug, mit dem wir uns sehr viel in den letzten Jahren beschäftigt haben. Und die Psychologie ist auch fernab von jeder Spiritualität gewesen. Und allmählich öffnet sie sich und merkt, dass eine wirkliche Erlösung des Menschen niemals nur in dem Entdecken der eigenen Persönlichkeit liegen kann, sondern im Entdecken des Göttlichen in sich. Und dass nur das zur Glückseligkeit führt. Und das ist, glaube ich, im Moment unsere Situation, in der wir hier in der westlichen Welt stehen und warum sich auch viele jetzt für diese Spiritualität öffnen, weil sich eben auch viele psychologische Kreise für das öffnen. Auch die Wissenschaft, siehe Craig Braden oder diese Leute. Ja. Yes, in the Western world,
psychology has, during course of time, reached a level where they could be detached from the religion. And in the beginning, maybe there was only problems like ego and ego trips, treating and everything like this. But in course of time now, they have reached a level where they can accept to go beyond personality and go to the divine. And therefore, it's easier in the West to, from a scientific standpoint, to go this way. Yes, in fact, here in the West, not only the Western education, but the Western culture too, is helping this process. Ja, es ist einfacher im Westen, diesen Prozess zu unterstützen oder Unterstützung für diesen Prozess zu bekommen. While it's actually spiritual life is a science. Aber schlussendlich muss man sagen, spirituelles Leben ist eben eine Wissenschaft. Once we understand that it is a science, then we can work out our salvation or liberation or enlightenment. Und wenn man das mal verstanden hat, kann man eben diesen Weg bewusst gehen und in Klarheit, in voller Klarheit verstehen. So whether you have an Eastern mind or a Western mind, it does not matter, but you must understand the science behind it. Egal, ob du eine westliche Orientierung oder eine östliche Orientierung hast in deinem Bewusstsein, letztlich musst du das verstehen und anwenden. And in order to appreciate and understand it as a spiritual science, draw in all the material from all sources, incorporate them into your life. Und deshalb sollst du von alles Material, das da ist über das spirituelle Wissen, absorbieren und es in dein tägliches Leben integrieren, damit du es umsetzen kannst. So in psychology, the process is to go, get over your psychological nature, your dispositions. In der Psychologie geht es darum, eben seine psychische Natur zu übersteigen oder diese Persönlichkeitsprobleme zu übersteigen. Oder And eventually to go beyond the mind. The whole thing is to learn to go beyond the mind. Das heißt letztlich immer über das menschliche Bewusstsein hinauszuwachsen. Über das Ego. Your ego is all part of the human framework. Das Ego gehört zum menschlichen Sein. Ego, knowledge, education, it's all feelings, emotions. They're all part of the human structure. Also das Wissen des Verstandes, das Ego, die Wünsche, all das gehört zur menschlichen Persönlichkeit, all das gehört zur menschlichen Struktur. And let go this human individuality. Aber das kann man einfach gehen lassen, sein lassen. Once you have understood it, let it go. Wenn man es verstanden hat, kannst du das einfach loslassen. Yes, so philosophy and psychology will help you to understand this. So wie die Psychologie vielleicht dir das Verständnis dafür geben. Once you have understood it, just let it go. Wenn du es verstanden hast, lass das dann los. Let go the error. Lass den Irrtum los, denn der Mensch ist ein Irrtum. Sein bist du ja nicht. Let go the error of being a human individual. Lass den Irrtum los, ein Mensch zu sein. Aber noch eine andere Frage. Another question. Yes.
wir reden jetzt, dass ich jetzt als Individuum das Göttliche in mir finden kann, um glücklich zu werden. Aber reicht das? Also wir sind auch ein Gemeinschaftswesen. Und welche Rolle spielt das Du jetzt in diesem Bild drin? Also ich meine, das Du hat ja auch hat auch das Göttliche in sich. Und dadurch kann ich auch bereichert werden. Wie sieht er das? Yes, he is asking that, of course, we can say, yeah, we have to be happy and we have to be blissful, but the other people, the you, or the social aspect is also there in the meaning that there are also the divine. How do you see the other people? Because then the you is also the divine. Why should we neglect this? Du meinst, warum sollten wir das vernachlässigen? Ja, genau. Also das für mich also nicht nur vernachlässigen, sondern für mich essentiell, also nötig ist in meinem Leben. For him it is essential to have a social relationship. Yes, in fact, rather than use the word happy, I would use the word be content with yourself, or happily content with yourself, and then at the same time, take care of others wherever it's necessary. Swami würde dem nicht glücklich sein sagen, sondern einfach mit sich selbst als Mensch zufrieden zu sein und dabei einfach die notwendigen sozialen Kontakte zu pflegen, aber nicht zu stark involviert zu sein oder sich damit zu identifizieren. And then at the same time, you can't live like a hermit in the world, but at the same time you have a pleasant interaction with those whom you come in contact with. Einfach eine liebevolle Beziehung zu allem zu haben, womit man in der Welt in Kontakt kommt, aber gleichzeitig kann man ja nicht wie ein Mönch leben oder wie ein Einsiedler, hat er gesagt, nicht Mönch, also dass man wie ein Einsiedler ist und trotzdem Kontakt zu den Menschen hat und einfach, wenn es Kontakte gibt, liebevoll damit umgeht. Vielleicht ist es so, wie das mit dem Büffel, das Beispiel mit dem Büffel. Du kannst ja in anderen Menschen auch dich selbst als das Göttliche sehen. Maybe it's like the buffalo example. You can see your inner divine nature also in the other people, and then you of course see yourself there. Yes, that is part of the reason. You see, it is only when you begin to appreciate the plant, the animals, the buffaloes, humans, fellow humans, just appreciate them for whatever they are. Ja, du kannst ja einfach alles, was du siehst, sei das jetzt ein Büffel, eine Pflanze oder ein anderer Mensch, wertschätzen, dass es da ist. And then as you have a loving feeling towards everything around you, Und then after that, you will also automatically have love for God too. Und wenn du allem gegenüber außerhalb von dir ein liebevolles Gefühl entgegenbringst, dann kannst du ja auch zu Gott selbst oder zu deinem inneren Göttlichen eine liebevolle Beziehung haben. Which is only an extension of this love. Das ist ja nur eine Erweiterung dieser äußeren Liebe. So that is why
Jesus made two great commandments. Und deshalb hat ja Jesus zwei große Gebote gelehrt. The first commandment was that love thy Lord with all thy heart, with all thy mind, and with all thy soul. Das erste war, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Sein. And the second commandment was, love thy neighbor. Und dann das zweite, lieb auch deinen Nachbarn, deinen Nächsten. On these two rest all the commandments. Und darauf, auf dieser Liebe basieren beide Gebote. Yes. So that is how we have to function, because we have to live in the world. So we have a loving fellowship with everybody. Also deshalb einfach mit allem, was jetzt gerade ist, liebevoll umgehen. Dann hat man eine liebevolle Beziehung zur Welt. And when you do that, you grow and expand in love. Und wenn man das tut, dann wächst man und dehnt sich aus in der Liebe. And then the final love is to be as God. You will love God too and be God. Und schlussendlich kommt man dazu, dann in das Göttliche in sich auch zu lieben. Und If you dislike anybody, hate anybody, then you can't arrive at God. Wenn man jemanden nicht mag, lehnt man ihn ja ab und das blockiert einen und dann kann man nicht Gott lieben. Yes, that will block you. Das blockiert dich. So you may call it as unconditional love. Und das nennt man Everyone. bedingungslose Liebe. Liebe, die ist einfach da, die knüpft sich nicht an Bedingungen. So unless you have this unconditional loving feeling towards everybody and everything in the universe, you cannot arrive at God, at your God nature. Und solange man diese bedingungslose Liebe ja nicht hat, kann man ja auch nicht zu seiner göttlichen eigenen Natur, die ja nichts anderes ist, gelangen. That is why God created you. Und deshalb aber hat dich Gott ja erschaffen, So that you can love, grow and expand in love. dass du wachsen kannst in Liebe. So that is why it is said God is love. That's another definition for God. Deshalb kann man auch sagen, Gott ist Liebe. So if God is love, you too also should be loving, full of love. Gott Liebe ist, solltest du natürlich auch liebevoll sein, weil du das ja bist. In fact, I could tell you one thing, that I have never met a stranger in my life. Ich kann euch sagen, ich habe in meinem Leben nie einen Fremden kennengelernt. I have been to many countries, but never met a stranger. Ich war in vielen Ländern und ich habe nie einen Fremden kennengelernt. I never looked upon anybody as a stranger. Ich habe niemanden je als Fremden angesehen. And when they also met me, then there was an natural bonding. Und als sie mich auch gesehen haben, haben sie das auch gegenüber mir getan. Sie haben mich auch nicht als Fremden angesehen. The reason is love begets love. Der Grund dafür ist ganz einfach. Liebe erzeugt Liebe. Ja, das ist ein Resonanzprinzip. It's a principle of resonance. That's right. If you begin to resonate with love, the world responds to you with love. Wenn du immer Liebe ausstrahlst, dann kommt das auf dich zurück. Die Welt reagiert auf diese Liebe auch mit Liebe. In fact, wherever I went,
I went as a family member. Tatsächlich bin ich überall, wo ich hingegangen bin, einfach zu einem Familienmitglied geworden. Yes, so you had a long session. Ja, das war jetzt eine lange Sitzung. Wir wollten eigentlich 90 Minuten, jetzt ist schon 2 Stunden. Yes, what should we do? Was tun wir jetzt? We live. Correct reply. Wir leben, ja, das ist die richtige Antwort. Gut, dann wünsche ich uns allen, dass wir das umsetzen, was wir heute gelernt haben. So then I wish every one of us that we can apply what we have just learned today in daily life. That's right. Thank you very much, Swami. Oh, welcome. Thank you. Thank you very much. Thank you, Swamiji. On and here, Goodbye. Suzanne. Thank you. Goodbye. Bye. Goodbye. Goodbye. Tschüss, alle. Goodbye. Bye. Tschüss. Tschüss, danke.